Guten Morgen aus Denpasar, Bali. Heute mache ich mal was ganz Spezielles, zum ersten Mal für mich. Heute spielt FC Bali United gegen Persib Bandung. Da habe ich mir ein Ticket gekauft und ich werde das Spiel heute anschauen. Bis am Abend, bis dahin haben wir noch viel Zeit und ich zeige euch, was hier so abgeht. Ich habe hier ein paar Verpflichtungen, die ich abarbeiten muss. Und das erste, es ist 8 Uhr morgens, ich muss zur Immigration und mein Visa verlängern. Ich bin hier vor 2 Wochen hergekommen, Visa hat man normalerweise für 1 Monat. Ich möchte hier aber auf jeden Fall 2 Monate bleiben. Und ich kann um einen weiteren Monat verlängern. Und genau das mache ich jetzt und mein Grab-Fahrer müsste gleich kommen und dann starten wir so den Tag. Also, wir sehen uns. Thank you, bye. Okay, Freunde der Sonne, ich bin angekommen beim Migration. Schauen wir mal, ich sehe da schon eine Schlange, ziemlich viel los, obwohl erst 8 Uhr in der Früh ist, aber sollte alles funktionieren. Ich hoffe, dass ich alle Dokumente dabei habe. Also, wir sehen uns, bis gleich. Okay, Freunde, ja, wie so oft natürlich geht schief. Hat jetzt nicht funktioniert, weil ich keinen Termin hatte. Man musste online einen Termin machen. Wusste ich nicht. Ich habe jetzt für morgen einen Termin ausmachen können. Der hat mir jetzt schon mal die Formulare mitgegeben, was ich alles ausfüllen muss. Ja, ansonsten, wir haben jetzt noch sehr, sehr viel Zeit bis zum Fußballspiel. Aber ich nehme euch mal heute mit und wir schauen uns an, wie so ein Tag bei mir so in Denpasar aussieht. Also, bis gleich. Passt auf, schaut euch mal diesen krassen Baum an. Hier haben wir die sportlichen Hasen. Ich bin eigentlich auch einer der sportlichen Hasen, aber aktuell der faule Hase. Ab morgen oder ab übermorgen möchte ich mich dann in irgendeinem Gym anmelden. Weil morgen ziehe ich ja um, dann wechsle ich die Unterkunft, gehe ich nach Seminyak und dann bin ich zum ersten Mal hier am Strand und dann möchte ich auch so ein bisschen wieder ins Gym gehen, ein bisschen Workouts machen und auf jeden Fall mich bewegen, Sport machen, weil das fehlt total. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den Park hier an, weil der ist wirklich Mashallah. Picture? Boleh minta Yes. foto? Ja, Foto, let's take picture. Aku cewek. Und das ist auch hier gang und gäbe, wir machen ständig Fotos. Yeah. Thank you. Okay. Eines muss ich unbedingt sagen, hier ist es so heiß, es ist unfassbar. Heiß, hohe Luftfeuchtigkeit, deshalb jede Minute, die du hier im Schatten verbringen kannst, ist Gold wert. Am besten direkt in fette Malls flüchten, weil einfach krass, geisteskrank, geisteskrank. Ich bin gerade mal 20 Minuten draußen und ich bin schon so durchnässt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So you are former Erasmus student? Yes. Okay. How was it? How was the time? Oh, many years ago. Many years ago, yeah, but 1990. 1990, it's not that long ago. Oh no, yeah, 30 years ago. Yeah. 30 years. How was the experience? Oh, very good, Very good. very good. And Which studies did you choose? economic. Economics. Economics. It's a legit choice. At the time, computer were not advanced yet. What is your name? Bam. Bam. Yeah. My name is Andy. 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 Okay, very fun. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too, Andy. Okay. Enjoy your day. Okay, bye. Bye. Und so läuft das ja auch manchmal. Man trifft immer wieder Leute, unterhält sich, quatscht miteinander. Und was er noch gesagt hat, habe ich nicht mehr aufgenommen. Bali hat sich in den letzten 3, 4 Jahren so extrem verändert. Insbesondere Canggu. Vielleicht kennt ihr das. Jeder, der so ein bisschen Travel-Content verfolgt, vielleicht habt ihr das auf eurer For You auch schon mal gesehen, wie sich Canggu in den letzten 10 Jahren verändert hat. Ich kann euch das hier mal einblenden, in was für einer kurzen Zeit sich Canggu verändert hat. Canggu ist übrigens so der Hotspot hier auf Bali. Er hat mir dann erzählt, er war letztens in Canggu, weil er jemanden dort abholen musste und er hat einfach den Weg nicht mehr zurückgefunden, weil er die Straßen nicht erkannt hat. So krass hat sich das dort verändert. Da musste er ein Grab ordern. Naja, hoffentlich werde ich solche Probleme nicht haben. Okay, Freunde, folgender Fall. Ich bin mittlerweile daheim angekommen, habe mich ein bisschen ausgeruht. Jetzt plane ich gerade die Reise zum Stadion. Das sind 22 Kilometer und das kann schon ein bisschen dauern. Der smarte Hase mietet sich normalerweise in Bali sofort einen Scooter. Noch kein gemietet, weil ich im Moment noch keinen Bock drauf habe. Das mache ich vielleicht ab übermorgen. So, und jetzt haben wir überlegt, was mache ich? Komme ich da mit dem Grab hin? Oder gibt es ja auch so ein öffentliches Bussystem?
Und ich bin großer Fan von öffentlichen Bussystemen. Und ich möchte mit dem Bus fahren. Das Bussystem ist ähnlich hier wie in Jakarta mit so per Karte. Ganz easy. Aber ich muss mir die Karte besorgen. Mein Host hat mir gerade gesagt, wo ich die Karte herbekomme. Ich muss da zu so einer Bank. Also auf geht's. Oh Mann, dickes F. Geht das schon wieder so weiter, ey. Die hatten jetzt keine verfügbar. Was ist denn hier los? Kein Plan. Keiner kann mir helfen. Keiner kennt sich aus. Die haben keinen Plan für den Bus. Okay, Freunde. Ich nehme die Busgeschichte selber in die Hand. Ich habe mal im Internet ein bisschen gesucht, geschaut. Ich habe was gefunden, eine Busstation. Da fährt ein Bus nach Ubud. Und da fahre ich jetzt hin. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Okay, und jetzt geht's endlich los Richtung Ubud und danach Richtung Stadion. Ciao. Angekommen, noch nicht am Stadion, aber wir sind schon sehr, sehr nah. Und jetzt muss ich mir unbedingt was zu essen. Und ich habe bodenlosen Hunger. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Auf jeden Fall ist hier ein bisschen was los und ich werde nicht verhungern. Also, auf zum Festspann. What is your name? My name is Gede Bayu Prajana. I am from Bali. You supporter of Bali United? Yes, and Yes. what? And today's match Today, against Persib. And what do you think is the result in the end? The score? The score? Yes. I am 3-0. 3-0 for 3-0 Bali? For Bali. Okay, Yes. thank you. Thank you. Freunde, und ich bin hier, glaube ich, in irgendeinem Industriegebiet gelandet, weil da wird Holz geschnitten, die Kreissäge läuft, Autowerkstätten sind da, Traktorverleih, also hier kann man die verrücktesten Sachen finden. Oh ja, hier machen wir Stopp und werden was Leckeres essen. Gefällt mir hier schon und ich habe schon bestellt. Ich kann es kaum erwarten. Dann hätte ich gesagt, mal let's go mit Nasi Goreng. Essen wir Mashallah. Wir suchen jetzt ein ruhiges Örtchen und dann reden wir mal über das Spiel, was heute so ansteht. Da gibt es nämlich ein paar Infos. What is your name? My name is Marek. Marek, today is the match FC Bali United versus Persib Bandung. What is your match prediction? I think Bali will be the victory today. What's the result? What do you think? For the score, The score, yeah? I think in my prediction, yeah, Bali will 3 and Persib Bandung just 1 score. 3-1. Okay. 3-1. And now tell me, what is your favorite player from Bali United? Made Andika Wijaya. Yeah, Madi he's my favorite. Ankijaya. Yeah, he's good? Yeah. Okay. I hope he play today. Okay, yeah, I will check. I will check. Okay. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. Leute, wahrscheinlich auch in der Ultra-Fan-Kurve, glaube ich. Yeah. Und da brauche ich natürlich ein Trikot. Deshalb muss ich mir hier ein Trikot kaufen. Ist der dreifache Preis wie in Bandung, aber ist mir jetzt auch scheißegal. So, hier kaufen wir jetzt ein und wir fragen den Bre mal. Bro, Yes. what is your name? Good day, Gori, nice to meet you. My name is Andy. Andy. Nice to meet you. Is this your shop? Yes, yes. What do you think is today's score? Score Bali 5-0. 5-0 Yes. for Sure. Bandung. No. No. For Bali. For Bali, okay. Yes. 5-0 Bali, okay. Sehr optimistisch. Who's your favorite Bali player? Bali player. For now, maybe Spaso Epic. Which position is he playing? Striker. Striker. Yes. But I think Bandung has also a very good striker, right? Yeah. David Da Silva from Bandung is. David Silva. Who's the player you are respecting the most from Bandung? From Bandung, maybe Mark Klok is the Mark Klok, national team. the Dutch player? Yeah. from Netherlands? Yeah. Yes. Okay, and he's the captain, right? Yes. He's the captain. Yeah. Okay, yeah. Okay, let's take a look at the shop. Okay, Freunde, jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden. Jetzt kann ich mal ein bisschen was sagen, was wir heute so sehen. Ich war letzte Woche in Bandung, eine Stadt. Die haben auch einen Fußballverein, einen ziemlich guten. Und schon da wollte ich ins Stadion, aber da bin ich nicht mehr an die Tickets gekommen. Ich war schon zu spät dran. So, dann habe ich mal die Spiele so abgecheckt, was hier so die nächsten Tage stattfindet. Und dann habe ich gesehen, Bali United hat sein letztes Spiel hier auf Bali heute am 18. gegen Persib Bandung. Also genau gegen die Mannschaft, die ich letzte Woche verpasst habe. Aber das Spiel letzte Woche von Bandung habe ich im Fernsehen gesehen. Im offiziellen Merchandise Store von Persib Bandung. So, und jetzt, wie es der Zufall so will, ist genau Persib Bandung heute zu Gast
hier in Bali. Und ich kenne da so ein bisschen die Spieler. Und ja, heute in 3 Stunden ist Anpfiff. Ich bin hier schon vorm Stadion. Was gibt es zu sagen zu den Spielern oder zu den Vereinen? Also Bali United ist auf Platz 2 und Persib Bandung ist auf Platz 3. Erster ist Borneo, die sind schon 10 Punkte vorne weg. Und eigentlich müssten beide gewinnen, um halbwegs noch eine Chance zu haben, um auf Platz 1 zu kommen. Deshalb ist heute da richtig Pfeffer im Spiel. Und das Schöne ist, es ist das letzte Spiel des Jahres. Keine Ahnung, vielleicht gibt es noch irgendwie zum Abschluss so einen Dank von den Fans oder sowas zu den Spielern. Ich habe letzte Woche ist mir in Bandung ein Spiel aufgefallen, das ist ein Stürmer, ein richtiger Bully. Er heißt Bernardo Silva, ist aber nicht der Bernardo Silva, den wir kennen. Und ja, klassische Nummer 9, Kante, kann Bälle gut halten, aber ist auch ein bisschen washed. Also vom Niveau her würde ich sagen, 3. Liga, ja, das war so der mit der auffälligste Spieler bei denen. Und er ist auch der Topscorer der Liga. Er hat 14 Tore geschossen. Ich habe jetzt hier noch einen Tipp bekommen, soll zum Merchandise Store gehen, weil dort treffen sich die Ultras oder die Fans. Und um 7 Uhr, wenn die gemeinsam hier in der Runde drehen, losziehen und die Mannschaft hier unterstützen und dann gemeinsam ins Stadion gehen. Und das werde ich mir, glaube ich, schon anschauen. Also, machen wir uns auf den Weg. Ach ja, und noch Props gehen raus an Ben. Props gehen raus an Ben aus Bandung. Der hat mir letzte Woche so ein bisschen über die Geschichte vom Bandung Fußballverein erzählt. Verlinke ich auf jeden Fall. Ein cooler Typ. Spielt auch selber Fußball. Und by the way noch, bei Bandung spielt einer, der hat mal mit Cristiano zusammen gespielt. 30-jähriger Italiener, Bertrame. Hat letzte Woche auch gespielt. Ist sogar ein bisschen aufgefallen. Hat bei Juve gespielt. Da war immer nur so zweite Mannschaft, Serie C. Ja, und ich denke mal, der wird heute auch spielen. Weil er bei Bandung schon so eine Art Hoffnungsträger ist. Den nehmen wir mal unter die Lupe. Jo, und noch eins. Falls euch das Video bisher, die kleine Sightseeing-Tour, was wir so gemacht haben, mein Alltag hier in Bali gefallen hat, dann würde mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lässt. Dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht. Und ihr werdet rechtzeitig informiert. Ja, würde mich freuen. Kuss. So, und hier vom Stadion ist alles schon bereit für den großen Ansturm. Ja, die Leute warten hier auf die ersten Gäste. Hey, mal ganz im Ernst. Wäre das was für euch? Fußballprofi hier mit den Balinesen? Stellt euch mal vor, ihr seid hier rich, verdient gutes Geld. Ihr wohnt auf Bali. Müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Ihr wohnt auf Bali, seid Fußballprofi in Bali. Ihr reist in Indonesien rum, spielt Fußball auf 2., 3. Liga-Niveau. Also ganz ehrlich, ich würde es machen. Die haben das beste Leben hier. Was willst denn du mehr? Die haben wirklich das beste Leben, das man sich vorstellen kann. Lasst einen Kommentar da, ob ihr euch das vorstellen könntet, Fußballprofi auf Bali zu sein. Wäre das was für euch? So, und in der Bar treffen sich die Jungs und dann soll es hier richtig abgehen. Und zu einem ordentlichen Fan gehört natürlich auch ein ordentliches Trikot. So, jetzt bin ich bereit fürs Spiel. Schaut euch mal das Logo an. Sieht schon clean aus, finde ich, oder? Jetzt warten wir nur noch hier auf die kleinen Ultras. Das sind keine so Ultras, das sind einfach nur Fans, die sich hier treffen und gemeinsam reinmarschieren. Ohne irgendwie einen tieferen Hintergrund, hat er mir gerade gesagt. Aber ich weiß auch nicht genau. Okay, so langsam füllt es sich hier. Musik wird schon laut gespielt und immer mehr Menschen kommen hierher. Und ich glaube, gleich müsste der Marsch losgehen. Hoffe ich zumindest mal. Leute, passt auf, wir haben jetzt ein paar Leute gefunden. Jetzt fragen wir die mal nach der Match Prediction. Who's going to win this match today? 3 for the Bali United and 0 Persib Bandung. Okay. I hope. What is your favorite player? Andika Wijaya. Number 10 and Andika Wijaya, number 33. 33 and 10. Yeah, and 10. Okay. Wir haben hier einen Tipp bekommen. Schauen wir mal. Ich glaube auch, dass Bali gewinnt. Ja, jetzt geht's los. Aber auf dem letzten Drücker gehen die ins Stadion. Wurde auch Zeit. What? Okay. Oh, leck mir am Arsch. Okay, jetzt ist langsam verrückt, was hier los ist.
Damit habe ich nicht gerechnet. Was ein Fliegenfänger. Ja, Nummer 19 war ich, der gerade den Ball hat. Das ist dieser Bernardo Silva, der 14 Tore geschossen hat. Topscorer der Liga aktuell. Ja, und die Fans gehen schon ab. Jetzt darf ich erstmal auf Ehre mein Wasser austrinken. Also ohne Scheiß, die Stimmung geht hier schon richtig ab. Und da hinten bin ich eigentlich auch. Aber da gehe ich jetzt nicht hin. Hier gibt es eh keine Sitzordnung. Der 93er da hinten, das ist dieser Bertrame. Er kennt uns sofort im Körperbau. Ja genau, das ist der Bertrame, das ist der Italiener, der bei Juve gespielt hat. Jawohl, die verarschen jetzt. Da freut er sich. Jawohl, die verarschen jetzt den Italiener. Ja, es hört nicht auf. Jetzt gibt's gleich Karma. Vergeben! Leck mich am Arsch! Zweimal Latte, glaube ich. Eckball, jetzt ist Eckball. Spannung. Oh, leck mich am Arsch. War das knapp. Awas, David! Ya, bagus! Boah, stark. Ich muss sagen, das Niveau leidet darunter, dass die sich alle brutal auf die Knöchel gehen. Da geht es nur darum, sich zu flexen. Und darunter leidet ein bisschen das Niveau. Also die Taktik von Bandung ist eindeutig, immer lange Bälle hier auf die Kante. Das sind deren Basics. Das Einzige, was die wollen. Und der macht es auch gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall schon mal Props an die Bali-Fans, die machen richtige Stimmung. Wenn die Mannschaft so gut wäre wie die Bali-Fans, wird hier schon 1-0 für Bali stehen. Hat er abgeschlossen. Leck mich am Arsch. Der muss es selbst machen. Der läuft allein aufs Tor. Ins lange Eck mit rechts. Der Bertrame bisher so falsch Geld. Ziemlich schwach. Und wer hier langsam immer besser wird, ist der linke Flügelspieler von Bandung. Der spielt sich immer besser rein ins Spiel. Über den linken Flügel. Busler. Also Stadion, eigentlich ein ganz cooles Stadion. Ich glaube 20.000 passen rein. Aber schaut mal, die Auswärtsfans sind hier ganz komisch aufgeteilt. Die Auswärtsfans haben hier einen Block und der zweite Auswärtsfans-Block ist hier. Und da ist die Haupttribüne. Ich kann mich hier auch komplett frei bewegen. Jetzt bin ich meint am Tor, hinter den Ultras. Mal schauen, wie da so die Ansicht ist. Die Brees ziehen sich alle aus.
Sie nähern sich ran, es wird immer gefährlicher. Aber auf jeden Fall Respekt an Bandungs Nummer 19, Bernardo Silva. Der wird hart rangenommen. Mir gefällt auch seine Art und Weise, nicht zu spielen. Man merkt, er ist auch voller Selbstbewusstsein mit seinen 14 Toren. Und er beschwert sich null. Sehr, sehr auffällig. Er wird hart rangenommen, ständig gefoult. Beschwert sich aber nie und gibt keine Revanche-Fouls. Also echt beeindruckend. Bisher für mich bester Mann. Junge. Der Bärtige, den muss er doch besser treffen, ey. Der 22er hat sich auch gut reingekämpft. Wird die ganze Zeit hier beleidigt von allen Fans, weil er immer hart rangeht an die Bali-Spieler. Aber sehr, sehr gut drin jetzt. Ja, von Bandung kommt nicht mehr viel. Verteidigen nur noch, nach vorne geht da gar nichts mehr. Time to shine, Bali. Von der 37, leg mich am Arsch. Aber das Spiel wird immer schwächer. Selbst Bali geht die Kraft langsam aus. Bandung auf letzter Rille. Leck mich fett. Stark vom Keeper reagiert, also wirklich gute Aktion. Auf jeden Fall auch Props an die Fans von Bali. 1+ mit Sternchen, die machen es richtig gut. Rote Karte. Ich glaube, weil einer gemault hat. Glattrot. Da war vorher ein Foul. Ein 19er ist böse zusammengerumpelt und die Roten haben sich aufgeregt. Ich habe es aber nicht gecheckt jetzt. Tja, 0-0, Spiel ist aus. Bali-Fans feiern ein bisschen, keine Ahnung wieso. Jo, das war's. Okay Freunde, ich bin mittlerweile zu Hause angekommen. Ich habe meine Verabschiedung irgendwie nicht aufgenommen. Ich habe den Aufnahme-Button nicht gedrückt. Jetzt mache ich es hier von zu Hause nochmal. So, Spiel war okay. Leider sind heute keine Tore gefallen. Ich hätte gerne Tore gesehen. Die Bali-Fans, die waren absolute Ausnahme, wirklich toll. Bali United hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, die geben richtig Gas. Haben sie nur zum Schluss gemacht und dann sind denen auch die Kräfte ausgegangen. Ansonsten würde ich das Spiel so beschreiben. Bandung hat einen Punkt entführt aus Bali. Auch verdient. Ansonsten ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. War jetzt wirklich mein allererster Fußball-Vlog. Ich habe zwar in Katar bei der WM aufgenommen, aber der ist jetzt mittlerweile völlig irrelevant. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir in die Kommentare reinschreiben, wo ich vielleicht als nächstes irgendwo schauen könnte. Ich weiß nicht genau, ob irgendwelche Jugendturniere, FIFA-Jugendturniere irgendwo stattfinden oder irgendwelche Matches in Japan oder irgendwelche Asia Champions League Spiele. Ich bin ja hier in dem Raum und hier gibt es sehr, sehr viele Mannschaften. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, wo ich hinfahren könnte. Ansonsten, ja, das war's. Denkt dran, Like da lassen, abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns demnächst beim nächsten Video. Ciao.